DDR-Museum Dr. Wolle. Frag Dr. Wolle. Ich höre immer, in der DDR wurde die Umwelt so stark verschmutzt. Aber wurde in der DDR auch Umweltschutz betrieben? Viele Verfahrensweisen auf dem Gebiet des Umweltschutzes aus der DDR wirken im Rückblick geradezu beispielhaft. Es gab das Zero-System. Zero stand für Sekundärrohstoffe. Da waren die Bürger gehalten, Flaschen abzugeben, Altpapier, Buntmetall und ähnliche Sachen. Es wurde auch viel von jungen Pionieren gesammelt im Rahmen von Altstoffsammlungen und das Geld dann gespendet. Im Einzelhandel kaum Plastiktüten. Wenn überhaupt, wurden die Sachen in Papier eingepackt oder sogar in Zeitungspapier oder man bekam sie einfach nur lose ins Einkaufsnetz geschüttet. Also das war durchaus positiv. Schwierig allerdings wurde die Luftverschmutzung durch die ökonomische Lage. Seit Anfang der 80er Jahre steigerte die Sowjetunion ihre Erdölpreise auf das Weltmarktniveau der OPEC-Staaten. Das brachte die DDR in die Notwendigkeit, ihre Energiebasis wieder auf die Braunkohle zu stellen, die schmutzigste Form der Energiegewinnung. Und zwar im doppelten Sinne. Zum einen die großen Kohlekraftwerke, speziell in der Lausitz, produzierten auf Braunkohlebasis und in den Städten wurden minderwertige Braunkohlebriketts verheizt und in die Landschaft gepustet. Das blieb den Bürgern nicht verborgen, weil sie natürlich die dramatischen Umweltschäden beispielsweise im Erzgebirge sahen, wo Fichten die Nadeln verloren und die Bäume sich krümmten. Auch in der Gegend von Leuna, im sogenannten Chemiedreieck, war das, als ob man durch einen Science-Fiction-Film fährt, südlich von Halle. Das waren also grauenvolle Zustände und natürlich regte sich da Widerstand. Der durfte offiziell nicht formuliert werden. Die SED-Führung behandelte alle Umweltdaten als geheime Verschlusssache. Die Leute, die dagegen Stellung bezogen haben, gegen die Umweltverschmutzung, speziell aus kirchlichen Gruppen, wurden von der Staatssicherheit belauert. Umweltprotest galt als staatsfeindliche Hetze. Trotzdem bemühten sich die Kirchengruppen durch spektakuläre Aktionen auf die Umweltschäden aufmerksam zu machen, beispielsweise auch durch Filme, die sie heimlich drehten und die dann auch im Westfernsehen gezeigt wurden. Aber letztendlich konnte die DDR aus diesem Teufelskreis auch nicht mehr entkommen. Dann kam es zum Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft. Dramatisch für viele Betroffene, die nur arbeitslos wurden, aber für die Umwelt war das ein Segen. Es wurden also große Werke eingestellt und es wurde in den folgenden Jahren auch sehr viel getan seitens der Bundesrepublik über große Förderprogramme, die schlimmsten Umweltschäden, zum Beispiel in der Lausitz, wieder in Ordnung zu bringen, Seen anzulegen, wieder aufzuforsten. Das sind teilweise ganz vorbildliche Maßnahmen, die da ergriffen werden. Und wenn man heute von Halle in Richtung Thüringen fährt, dann fährt man vorbei an sehr modernen und schönen und sauberen Industrieanlagen. Also das ist wirklich kein Vergleich zu den Bildern, die man da noch aus den 80er Jahren in Erinnerung hat. Wenn ihr selbst noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Beitrag. Wenn ihr keine Folge von Frag Dr. Wolle verpassen wollt, dann klickt bitte auf Abonnieren.